Und nun haben wir andere Fächer, und zwar eine ganze Reihe, die nicht nach diesem System studieren, sondern in einem Zweifach-Bachelor studieren. Und das sind hier an der Kiel-Universität die Lehrämter, und zwar sowohl das gymnasiale Lehramt als auch die Handelslehre, also das Profil Wirtschaftspädagogik. Und wir haben dann auch den Profilbereich Fachergänzung. Und wenn wir uns das anschauen, machen wir das mal anhand einer Kombination mit Anglistik und Geschichte, weil man auch darin noch mal so einiges zeigen kann, was auch für andere Fächer Gültigkeit haben. Das soll jetzt auch im Wesentlichen so im Vordergrund immer stehen, dass so diese Erläuterungen zwar anhand eines Faches gemacht werden, aber übertragbar sind auf andere Fächer. Wenn wir hier haben das Fach Anglistik, haben wir hier ebenfalls einen Studienplan und sehen eine vergleichbare Auflistung, also nicht so, wie wir das eben gerade gesehen haben. Da haben wir eine Aufteilung nach Semester gehabt im Studienplan. Hier haben wir eine Aufteilung nach Themenbereichen hier in dem Fall dann nach Modulen. Aber von der Struktur ist es wieder ähnlich. Also, wir haben zu Beginn die Modulnummern, wir haben die Semesterlage, in dem Fall dann das Modul Einführung in Cultural Studies, dann im ersten Semester. Wir haben den Status, nämlich Pflicht oder Wahlpflicht. Wir haben die Bestandteile, aus denen dieses Modul besteht. Und in der nächsten Spalte dann die Lehrform, nämlich Vorlesung und Tutorium. Wir haben die Semesterwochenstunden, hier in dem Fall 2. Wir haben die Leistungspunkte, jeweils 2,5. Wir haben, ist wie gesagt eine Pflichtveranstaltung. Wir haben die Prüfungsleistung, hier Klausur. Ist es benotet und wie geht das dann ein? Also hier, wie ist die Wichtung dann für dieses Modul? Also hier in der Klausur wird über das gesamte Modul entschieden. Man schreibt eine Klausur über das gesamte Modul. Also von der Struktur her wieder ähnlich. Und so geht das hier weiter, also mit der Einführung in die Cultural Studies. Wir haben dann das Modul Basic Skills hier und das besteht aus Grammar und Text Production. Wir sehen hier die Semesterlage, erstes und zweites Semester. Das ist jetzt ganz wichtig auch für andere Fächer. Das haben wir häufig. Und das bedeutet aber eben nicht, dass ihr im ersten Semester Grammar und Text Production macht und im zweiten Semester Grammar und Text Production macht, sondern dass ihr die Lehrveranstaltung dieses Moduls auf diese beiden Semester verteilt. Und in dem Beispiel jetzt bei Anglistik ist es auch so, dass man hier im ersten Wintersemester nur Grammar machen kann und im Sommersemester gibt es nur Text Production. Das heißt, das Modul teilt sich auf 2 Semester auf und ihr macht nicht in jedem Semester hier das gesamte Modul hier durch. Dann haben wir hier eben von der Einteilung hier noch unten noch die Literatureinführung, das ist dann hier dargestellt. Und auch dort ist es so, dass die Studierenden dann eben zu Beginn belegen eine spezielle Einführung in die Literatur und dann machen sie eine Vorlesung im Sommersemester hier mit einem Überblick über die englische und amerikanische Literatur. Und wenn es dann darum geht, was wir dann gleich machen werden, sich einen Stundenplan zu erstellen, muss man dann in dem Fall gucken. Bei Physik haben wir gesehen, da war das definiert, da war für das erste Semester angegeben, was zu tun ist. Im Fall jetzt Anglistik, guckt ihr hier in der Prüfungsordnung nach, was soll ich tun und geht mit diesen Informationen dann ins Vorlesungsverzeichnis. Und das Gleiche nochmal hier für ein zweites Fach, in dem Fall dann für Geschichte und auch da wieder noch hier einiges zu erläutern. Und wir haben dann hier in dem Fall das Fach Geschichte und gehen in die Prüfungsordnung und gehen dann wiederum in den Modulplan. So, und jetzt haben wir hier die ähnliche Struktur, die wir eben gerade bei den Anglisten gesehen haben. Wieder die Semesterlage, erstes bis drittes Semester und wir haben dann diese ganzen Module, nämlich die Einführungsmodul Alte Geschichte, Mittelalter, Neuzeit und auch die Regionalgeschichte. Das steht hier also erstes bis drittes Semester 3-mal und hier steht zweites und drittes Semester. So, und auch hier nochmal,
nicht jedes Semester jedes Modul, sondern ihr verteilt diese Module auf die ersten 3 Semester. Die Reihenfolge in dem Fall ist egal. Ihr müsst jetzt also in dem Fall jetzt nicht mit der alten Geschichte beginnen, um euch dann hier im 3. Semester zur Neuzeit durchgekämpft zu haben. Das legt ihr also nach euren zeitlichen Möglichkeiten fest, nach euren Interessen fest und natürlich vielleicht auch an Hinweisen, Tipps, die ihr dann von Mitstudierenden bekommt und natürlich von der Studienfachberatung hier bekommt. Und das Modul dann eben zur Regionalgeschichte, das verteilt man dann aufs 2. und 3. Semester. Da macht man dann meinetwegen im Sommersemester eine Vorlesung aus einer Region und ein Semester später dann im 3. Semester eine Übung dazu. Ansonsten ist die Struktur wieder die gleiche. Und dann sehen wir auch hier die Voraussetzungen. Wir sehen also dann hier ab dem 4. Semester sind Module voraussetzungsvoll. Das heißt, ihr kommt ins Aufbaumodul Neuzeit nur rein, wenn ihr das Basismodul Neuzeit hier absolviert habt. Und es werden dann eben auch zu den, hier in dem Fall bei Geschichte, werden dann auch die Sprachanforderungen gesetzt, nämlich hier das Latinum hier und die moderne Fremdsprache zur Belegung von hier den Aufbauseminaren und Aufbau hier Übungen. Aber ansonsten von der Struktur her wieder hier sehr ähnlich. Leistungspunkte sind angegeben hier und so weiter und so fort. Also ihr seht daraus hin, was ich auch sagte, im Unterschied zu den Staatsexamensfächern, ihr seid praktisch immer in der Prüfung und ihr werdet immer abgeprüft für einen bestimmten Prozentsatz eures Studiums. Wenn ihr als Beispiel das Basismodul Alte Geschichte bestanden habt, habt ihr 11 von den 180 zu erbringenden Leistungspunkten hier erbracht und dementsprechend einen bestimmten Prozentsatz eures Examens. Die große Abschlussprüfung entfällt und stattdessen eben diese studienbegleitende Prüfung durch die Absolvierung von Modulen. Das sind so die Vorgaben, die ihr habt in diesen Fächern. Und wenn ihr diese Vorgaben euch nehmt, könnt ihr mit diesen Informationen ausgestattet dann hier in die Erstellung eures Stundenplans gehen.